Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. It is so good to be back with you. Es ist so schön, wieder bei euch zu sein. Do you notice the beautiful Portuguese voice? Ist dir die schöne portugiesische Stimme aufgefallen? Daniel changed his voice. Daniel hat seine Stimme verändert. That's not true, of course. Das ist natürlich nicht wahr. We welcome Grayce on our translation team. Wir heißen Grayce in unserem Übersetzungsteam willkommen. So let's continue in verse 15 in Philippians chapter 4. Machen wir also weiter mit Vers 15 in Philipper Kapitel 4. Here Paul says, "For I want you to know that the Philippian church was the only church that supported me in the beginning as I went out to preach the gospel." Hier sagt Paulus, denn ich will, dass ihr wisst, dass die Gemeinde in Philippi die einzige Gemeinde war, die mich am Anfang unterstützt hat, als ich loszog, das Evangelium zu predigen. This is a very interesting thing. Das ist eine sehr interessante Sache. So Paul went out to preach the gospel and nobody supported him. Paulus zog also los, das Evangelium zu predigen und niemand unterstützte ihn. And the Bible is very clear that they were supposed to support him. Und die Bibel ist eindeutig, dass sie ihn hätten unterstützen sollen. But look about the beautiful heart of Paul. Aber schau dir das schöne Herz von Paulus an. Paul is not telling this to accuse the other churches. Paulus sagt das nicht, um die anderen Gemeinden anzuklagen. You will see very soon that he's doing this to teach them an important lesson. Du wirst bald sehen, dass er das tut, um sie eine wichtige Lektion zu lehren. And he showed them that it's not about his money, but about the blessing of the church. Und er zeigt ihnen, dass es nicht um sein Geld geht, sondern um den Segen dieser Gemeinde. When you actually study this context of Philippians 4, Wenn du den Zusammenhang in Philipper 4 studierst, you will see that Paul had such a pure heart. wirst du sehen, dass Paulus solch ein reines Herz hatte. He had no desire for his own benefit, Er war nicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht, but he understood that when they supported his ministry, sondern verstand, dass die Unterstützung seines Dienstes it was a huge benefit for them. ein großer Gewinn für die Gemeinde war. So Paul is not saying this in an accusing voice, Paulus sagt das also nicht mit anklagender Stimme, but he's explaining to them that they need to understand something. aber er erklärt ihnen, dass sie etwas verstehen müssen. Because it seems from this chapter that they didn't really understand what they were doing. Denn aus diesem Kapitel geht hervor, dass sie nicht wirklich verstanden haben, was sie da taten. So now he's giving them a spiritual lesson from something practical. Also gibt er ihnen eine praktische geistliche Lektion. They simply loved him and wanted to support him. Sie liebten ihn einfach und wollten ihn unterstützen. But he's now telling them that this was a powerful thing that they did. Nun sagt er ihnen, dass das, was sie taten, eine gewaltige Sache war. So look at the very next sentence. Schau dir also den nächsten Satz an. You were the only church that sowed into me financially. Ihr wart die einzige Gemeinde, die mich finanziell unterstützt hat. Look, first he tells them that you supported me. Schau, zuerst sagt er ihnen, ihr habt mich unterstützt. Now he says you sowed into me. Jetzt sagt er, ihr habt in mich gesät. Now let me ask you a very simple question. Ich stelle dir jetzt eine ganz einfache Frage. If you take a seed and you plant it into the field, Wenn du einen Samen nimmst und ihn in das Feld pflanzt, are you doing the field a favor or are you doing yourself a favor? tust du dem Feld oder dir selber einen Gefallen? Of course you're not doing the field a favor. Natürlich machst du dem Feld keinen Gefallen. When you sow, you yourself will reap. Wenn du säst, wirst du selbst ernten. So Paul is teaching them this powerful law of sowing and reaping. Paulus lehrt sie also dieses kraftvolle Gesetz von Saat und Ernte. And here is something that makes me very sad. Hier ist etwas, das mich sehr traurig macht. While it is a complete spiritual truth Es ist nämlich eine grundlegende geistliche Wahrheit, that we will reap what we sow, dass wir ernten werden, was wir säen. and that the church in Philippi would reap financially because they sowed into Paul. Und die Gemeinde in Philippi würde finanziell ernten, weil sie in Paulus gesät hatte. But Paul did not say it so that he could get money.
Paulus hat es aber nicht gesagt, um Geld zu bekommen. Why does this make me sad? Warum macht mich das traurig? Because I've heard so many preachers abuse the spiritual truth. Weil ich schon so viele Prediger gehört habe, die diese geistliche Wahrheit missbrauchten. So into my life, so into my ministry. Sehr in mein Leben, sehr in meinen Dienst. But the heart of Paul was very different. Aber das Herz von Paulus war völlig anders. We have seen that before. Das haben wir bereits gesehen. Paul said, I don't need anything. Paulus sagte, ich brauche nichts. I can live with nothing or I can live with a lot. Ich kann mit nichts oder mit viel leben. Paul's heart was so pure Das Herz von Paulus war so rein, that he did not desire their support, but he desired that they will be blessed. dass er sich nicht nach ihrer Unterstützung sehnte, sondern danach, dass sie gesegnet werden. And the sad thing is this. Das Traurige daran ist Folgendes. While this is a spiritual truth, Auch wenn das eine geistliche Wahrheit ist, we cannot teach this können wir das nicht lehren, unless our heart is 100% free from the love of money. es sei denn, unser Herz ist 100% frei von der Liebe zum Geld. And I've seen so many people teach this truth because they wanted the gift. Ich habe schon so viele Menschen gesehen, die diese Wahrheit lehrten, weil sie das Geschenk wollten. And because of this, I've stayed away from teaching this for many years. Deshalb habe ich mich viele Jahre lang davon ferngehalten, das zu lehren. Until the Lord said to me, Rainer, just because others abuse this truth doesn't mean that you have to do the same thing. Bis der Herr zu mir sagte, Reinhard, nur weil andere diese Wahrheit missbrauchen, bedeutet das nicht, dass du dasselbe tun musst. It's a spiritual truth. Es ist eine geistliche Wahrheit. So for many, many years, I searched my heart and I worked very hard on my own heart. Also habe ich viele, viele Jahre lang mein Herz erforscht und sehr hart an meinem eigenen Herzen gearbeitet. To make sure that there is nothing I do in order to gain finances from people. Um sicherzustellen, dass es nichts gibt, was ich tue, um von den Menschen Geld zu bekommen. But I serve God and I want the best for them. Aber ich diene Gott und ich will ihr Bestes. So look, Paul was very clear. Schau, Paulus war sehr deutlich. I did not want your money. Ich wollte euer Geld nicht. But when you supported me, you were sowing. And when you sow, it's good for you. Wenn ihr mich aber unterstützt, habt ihr gesät und wenn ihr sät, ist das gut für euch. May God raise up men and women of God all over the earth Möge Gott überall auf der Erde Männer und Frauen Gottes erwecken, who have such a pure heart, die solch ein reines Herz haben, who never allow their heart to be conquered by the love of money, die niemals zulassen, dass ihr Herz von der Liebe zum Geld erobert wird, that they can set the people of God free dass sie das Volk Gottes befreien and teach them the power of the law of sowing and reaping. und die Kraft des Gesetzes von Saat und Ernte lehren können. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.